Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Wir beginnen mit einem Fadenring. Wir legen den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Zeigefinger herum, von außen um den Daumen herum, zweimal um den Daumen und halten den Endfaden mit kleinem und Ringfinger fest. Dann gehen wir mit der Nadel von oben durch die Schlaufe am Daumen und holen uns den Spannfaden aus der Mitte und häkeln eine Luftmasche ab. So haben wir den Ring fixiert und können diesen nun aus der Schlaufe nehmen. Wir häkeln noch zwei zusätzliche Luftmaschen, um auf ein Stäbchen zu kommen. Als nächstes häkeln wir um beide Fäden herum, und zwar Stäbchen. Wir haben jetzt hier 3 Steigeluftmaschen und häkeln noch eine zusätzliche Luftmasche, um rüber zu kommen. 3 sind fürs Stäbchen und eine ist die Mittelmasche. Machen einen Umschlag und gehen um beide Fäden herum und häkeln das nächste Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen um beide Fäden herum. Eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen um beide Fäden herum. Und das machen wir jetzt so lange im Wechsel, bis wir insgesamt 8 Stäbchen haben, mit jeweils einer Luftmasche dazwischen. Nach den 8 Stäbchen brauchen wir noch mal eine Luftmasche, um dann die Runde zu schließen. Dann können wir den Faden zuziehen und in unserer Steigeluftmasche in der zweiten Masche von unten gezählt schließen, denn dann ist der Übergang auch gerader und wir haben hier nicht so einen kleinen gebildeten Nupsi. Das war Runde 1. Für die nächste Runde beginnen wir mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und 3 Luftmaschen, um zum nächsten Stäbchen rüber zu kommen. Einen Umschlag, dann gehen wir in das nächste Stäbchen und häkeln dort ein Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen, Umschlag, nächstes Stäbchen, ein Stäbchen hineinhäkeln. 3 Luftmaschen, ein Umschlag, nächstes Stäbchen, ein Stäbchen hineinhäkeln. 3 Luftmaschen, Umschlag, nächstes Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt komplett herum, immer schön im Wechsel, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Dann haben wir wieder 8 Stäbchen behäkelt, nur diesmal mit 3 Luftmaschen dazwischen. So, wenn wir dann einmal rum sind, dieses zieht sich hier sehr stark zur Seite, die 3 Luftmaschen nicht vergessen und dann in der zweiten Masche von unten wieder mit einer Kettmasche die Runde schließen und dann haben wir hier auch einen schönen geraden Übergang. So, das war Runde 2. Kommen wir zu Runde 3. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln nochmal 4 zusätzliche Stäbchen in die gleiche Einstichstelle und erzeugen so einen Fächer mit 5 Stäbchen. Eine Luftmasche, nächstes Stäbchen, 5 Stäbchen. Eine Luftmasche, nächstes Stäbchen, 5 Stäbchen.
eine Luftmasche und so jetzt einmal komplett herum alle 8 Stäbchen mit jeweils 5 Stäbchen häkeln. Und am Ende der Runde die eine Luftmasche nicht vergessen und in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche das Ganze schließen. Das war Runde 3. Kommen wir zu Runde 4. Wir beginnen mit einem halben Stäbchen und 2 Luftmaschen sozusagen. Dann machen wir einen Umschlag, gehen in das zweite Stäbchen und häkeln dieses nur zur Hälfte ab. Umschlag, das dritte Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag, viertes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag, fünftes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Nun haben wir 5 Schlaufen auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab. So haben wir 5 gemeinsame abgemaschte Stäbchen. Danach kommen 9 Luftmaschen. Und der ganze Spuk noch einmal. Umschlag, erstes Stäbchen einstechen, zur Hälfte abhäkeln. Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag, viertes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln und Umschlag, fünftes Stäbchen zur Hälfte. Nun haben wir 6 auf der Nadel und häkeln diese alle gemeinsam ab. 9 Luftmaschen. Und so nun jetzt die ganze Runde. Umschlag, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln, Umschlag, zweites Stäbchen zur Hälfte, Umschlag, drittes Stäbchen zur Hälfte, Umschlag, viertes Stäbchen zur Hälfte und Umschlag, fünftes und somit letztes Stäbchen zur Hälfte. 6 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. 9 Luftmaschen. Und am Ende der Runde die 9 Luftmaschen nicht vergessen und seitlich neben der Kettmaschen einstechen und schließen. Das war Runde 4. Kommen wir zu Runde 5. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche um die Kette und häkeln 3 Luftmaschen, die das erste Stäbchen ersetzen, und häkeln danach um die Kette herum nochmal 6 Stäbchen. Somit haben wir insgesamt 7 Stäbchen, 3 Luftmaschen und danach nochmal 7 Stäbchen um die gleiche Kette. Danach
Danach gehen wir rüber mit einem Umschlag um die nächste Kette und häkeln dort 7 Stäbchen. Drei Luftmaschen und noch einmal 7 Stäbchen um die gleiche Kette. Und so nun einmal rum. Letzten 7 Stäbchen in der zweiten Masche von unten mit einer Kettmasche schließen. Und fertig ist unser wunderschöner Untersetzer. Kommen wir zur 6. Reihe. Dazu fixiere ich mir eine andere Farbe mit 2 Luftmaschen. So. Und häkel nochmal zusätzlich 2, sodass wir insgesamt 4 Luftmaschen haben für ein Doppelstäbchen. Dann halten wir den Daumen auf die letzte Masche, dort müssen wir dann gleich wieder einstechen. Und häkeln 3 Luftmaschen hinzu, machen einen Umschlag und stechen in diese Masche, die wir mit dem Daumen fixiert haben, ein und häkeln ein Stäbchen. Dann haben wir schon mal 2. Umschlag, nochmal einstechen, gleiche Einstichstelle, 3. Stäbchen, Umschlag, gleiche Einstichstelle, 4. Stäbchen und Umschlag, gleiche Einstichstelle, 5. Stäbchen. So, dann haben wir ein Doppelstäbchen mit 5 Stäbchen. Nun einen Umschlag, zweiten Umschlag, das gleiche nun wieder um die Kette herum, wo wir das erste Doppelstäbchen gesetzt hatten. Durch 2, durch 2 und durch 2. Diese Stelle merken. 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und in die gleiche Einstichstelle, quasi in der 4. Masche von unten angezählt, nochmal 4 Stäbchen reinhäkeln, sodass wir insgesamt optisch 5 Stäbchen haben. So. Wieder 2 Umschläge. Noch einmal um die Kette, durch 2, durch 2 und durch 2. Hier müssen wir gleich einstechen, 3 zusätzliche Luftmaschen und nochmal 4 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Nachdem wir das haben, machen wir 4 Luftmaschen und gehen rüber in die nächste Spitze. 2 Umschläge um die Kette herum, ein Doppelstäbchen, durch 2, durch 2 und durch 2. Hier stechen wir dann gleich wieder ein, 3 zusätzliche Luftmaschen
und nochmal 4 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und da das jetzt etwas länger dauert, sehen wir uns, wenn ich am Ende angekommen bin. Bis gleich. Und am Ende der Runde die 4 Luftmaschen nicht vergessen. Und dann schließen wir in der zweiten Masche von unten angezählt des Stäbchens vom Fächer seitlich und haben dann auch eine schöne gerade Abschlussreihe. Und so sollte es dann vom Weiten aussehen. Kommen wir zur Runde 7. Wir befinden uns ja jetzt hier über das erste Stäbchen des Fächers und beginnen wieder mit einem halben Stäbchen, machen einen Umschlag und häkeln nun alle 5 Stäbchen zur Hälfte ab, um diese gemeinsam abzumaschen. Also 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, wie wir es unten kennen. Immer durch 2 Schlaufen. Am Anfang haben wir dann 5 auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab. 7 Luftmaschen. Umschlag. Nächstes Stäbchen, da könnt ihr in der dritten Masche von unten einstechen, zur Hälfte abhäkeln. Und dann alle restlichen 4 immer zur Hälfte. Dann haben wir 6 Schlaufen auf der Nadel, 5 sind es halt nur am Anfang durch die Steigeluftmaschen und diese wieder gemeinsam abmaschen. 7 Luftmaschen, Umschlag und auch hier wieder in die dritte Masche von unten an einstechen, erstes Stäbchen zur Hälfte abhäkeln. Und danach die restlichen 4 auch noch. Sechs Schlaufen auf der Nadel und alle dann gemeinsam. Wieder 7 Luftmaschen und rüber zu den nächsten 3 Blättern. Also eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wo man einstechen muss. Bei dem neuen Fächer dann immer in der dritten Masche von unten angezählt, damit sich das auch dementsprechend rüberzieht. Und so können wir jetzt alle Blätter ausarbeiten. Und am Ende der Reihe die 7 Maschen nicht vergessen und wieder in der Spitze in dieser Luft- oder Kettmasche das Ganze schließen. Und so sollte es dann aussehen. Kommen wir zur letzten Runde. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche um die erste Kette herum, um dort zu starten. 3 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen und insgesamt brauchen wir 9, also häkeln wir um die Kette herum nochmal 8 zusätzliche Stäbchen. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So haben wir unsere 9 Stäbchen. Dann machen wir einen Umschlag, gehen um die nächste Kette herum und häkeln auch dort 9 Stäbchen. 5, 6, 7, 8 und 9. Achtet dabei darauf, dass ihr die Masche hier oben nicht zu weit auseinander zieht.
Umschlag und die nächsten 9 Stäbchen und die nächste Kette, also dass das hier schön zusammen bleibt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, und dadurch bekommen wir dann so einen hübschen Rand, der dann auch noch die Blätter in die richtige Richtung zieht. Überhaupt nicht schwer und so nun einmal herum, um jede Kette 9 Stäbchen und nur darauf achten, dass sich diese Masche dazwischen nicht zu weit auseinanderzieht und Riesenlöcher bildet. Und nach den letzten 9 Stäbchen in der zweiten Masche von unten an gezählt in dem Anfangsstäbchen schließen. Und das war die letzte Runde und somit sind wir fertig. Ich hoffe, euch hat die Anleitung für dieses kleine Frühlingsdeckchen gefallen. Den passenden Untersetzer dazu findet ihr unten verlinkt in der Infobox. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken, kein Video mehr verpassen, eure Bewertung dalassen ist auch ganz, ganz wichtig und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst die Nadeln glühen und bis dahin, ciao, ciao!